Hallo zusammen, wir dürfen euch wieder mal was Neues vorstellen und zwar die Insta360 ONE X3. Der Nachfolger der X2, die haben wir euch am Kanal schon vorgestellt. Das Video verlinken wir in der Videobeschreibung und Insta360 hat uns die neue Version zur Verfügung gestellt, damit wir sie unter anderem auch als Surfcam testen können. Mehr dazu in diesem Video. Los geht's! Wenn du jetzt auf das Video geklickt hast und ein Reisevideo erwartet hast, dann bitten wir dich noch um ein wenig Geduld. Am Sonntag erscheinen unsere Reisevideos und zwischendurch widmen wir uns auch anderen Themen, zum Beispiel den Kameras, die wir auf Reisen nutzen. Und heute geht es eben um die 360-Grad-Kamera Insta360 X3, wahrscheinlich eine der vielseitigsten Kameras, die es überhaupt gibt. Falls du am Ende des Videos sagst, eine 360-Grad-Kamera könnte etwas für dich sein, dann möchten wir an dieser Stelle auf die Frühlingsangebote von Insta360 hinweisen. Bis 19. April kannst du dabei zum Beispiel 10% auf Zubehör oder 74 € auf die Insta360 X2 Kamera sparen. Links findest du in der Videobeschreibung. Zur Vorgängerin der X2 haben wir schon ein sehr ausführliches Video gemacht, das wir dir in der Videobeschreibung verlinken, und wir wollen jetzt nicht die ganzen Inhalte von dort noch einmal durchkauen. Sehr vieles aus diesem Video gilt auch für die X3, insbesondere was die Bearbeitung in der App angeht, und diesen Part klammern wir diesmal aus. Wenn dich also interessiert, wie man die Stories und andere Funktionen der App verwendet, dann verweisen wir an dieser Stelle auf unser vorheriges Video. Diesmal geht es einfach um die Neuerungen der X3 gegenüber der X2. Das Funktionsprinzip hat sich bei der X3 nicht verändert. Es gibt weiterhin zwei Linsen, die jeweils etwas mehr als 180 Grad abdecken, und das ergibt dann in der Kombination 360 Grad. Das verrechnet die Software und dann habt ihr diesen Rundumblick, den man meist dazu verwendet, um im Nachhinein den Blickwinkel wählen zu können. Die Kamera sieht alles und ihr entscheidet im Nachhinein, beim Schnitt soll sie jetzt dahin blicken oder hierhin. Das ist immer dann sinnvoll, wenn ihr die Kamera nicht in den Händen halten könnt, zum Beispiel weil sie an einem Selfie-Stick 1,5 Meter von euch entfernt ist, weil sie am Stativ steht oder weil ihr sie am Fahrzeug oder am Sportgerät befestigt habt. Wie ihr seht, stehen euch dabei alle gewohnten Funktionen der X2 bzw. der Insta360 App wie Zeitraffer und ähnliches weiterhin zur Verfügung. Auch der Invisible Selfie Stick ist natürlich weiterhin unsichtbar. Die Nachbearbeitung per App am Smartphone oder Desktop hat sich nicht wesentlich verändert. Dazu kannst du dir, wie gesagt, das Video zur X2 ansehen, das auf diesen Aspekt ausführlich eingeht. Die X3 hat gegenüber der X2 einige Neuerungen, und obwohl ich kein Fan davon bin, in Videos Datenblätter vorzulesen, denn die findet ihr auch so im Netz, möchte ich auf die trotzdem gesondert hinweisen, denn sie erklären, warum es sich auszahlen könnte, zur X3 zu wechseln, oder warum ihr, wenn ihr zwischen der Wahl steht, solltet ihr die X2 oder die X3 kaufen, vielleicht doch zu dieser Kamera greifen solltet. Das Wichtigste ist, sie hat einen größeren Sensor bekommen. Es ist jetzt ein Halb-Zoll-Sensor mit einer Auflösung von 48 Megapixel, und der liefert bei schlechtem Licht mehr Details. Das heißt, wenn ihr gerne am Abend filmt, dann seid ihr damit im Vorteil. Wir haben jetzt 17:40 Uhr in Südfrankreich am 6. Dezember, also es ist schon ziemlich finster. Die Sonne ist schon untergegangen. Könnt ihr mal beurteilen, ob das noch brauchbar ist oder nicht. Zweite große Neuerung, der Prozessor hat viel mehr Power und kann bessere Berechnungen anstellen, und auch das führt in Kombination mit dem größeren Sensor zu besseren Aufnahmen, mehr Details, und in vielen Aufnahmemodi bekommt ihr außerdem höhere Frameraten, höhere Auflösungen und höhere Bitraten. Es gibt nun einen HDR-Modus, der insbesondere in Szenen mit viel Licht und Schatten zu besseren Ergebnissen führt, und auch das ermöglicht dieser schnellere Prozessor. Eine der wichtigsten Neuerungen aus meiner Sicht ist der neue Screen. Der ist mehr als doppelt so groß als bei der X2 und ist nun nicht mehr rund, sondern eckig, und der macht die Benutzung dieser Kamera wirklich zum Kinderspiel, macht viel mehr Spaß als bei der X2 und ist sehr intuitiv. Handbuch könnt ihr im Prinzip vergessen.
Nicht nur das führt zu einer eklatanten Verbesserung der Usability, sondern auch die Anordnung der Buttons rundum. Ihr habt auf der Seite 2 und vorne auch nochmal 2. Mit dem linken Button stoppt und startet ihr Aufnahmen. Mit dem rechten Button könnt ihr zwischen den Linsen und Modi umschalten. Rechts der Power-Button und noch ein Quick-Switch. Auch der Akku wurde größer. Es handelt sich jetzt um einen 1800 mAh Akku. Die X2 hatte da nur 1630. Die Buttons geben außerdem Vibrationsfeedback. Das heißt, ihr wisst durch Vibration, ob ihr eine Aufnahme gestartet oder gestoppt habt. Das kennen wir schon von der Go 2 und das ist ein wirklich praktisches Feature, wenn ihr zum Beispiel die Kamera am Helm montiert habt und dann nicht nachsehen könnt, läuft die Aufnahme oder nicht, dann gibt euch die Vibration das entsprechende Feedback. Auch die Übertragungsraten per WLAN von Kamera zum Smartphone sollen nun 50% schneller sein. Mit dem zweiten Button an der Seite könnt ihr die Kamera auf Single-Lens-Modus umschalten und zwar wahlweise auf die vordere Linse oder auf die hintere Linse. Im Single-Screen-Modus funktioniert die Kamera wie eine Action-Cam mit Stabilisierung, mit Horizon-Leveling. Also ihr könnt dann auch die Kamera herumtanzen lassen und habt ein stabiles Bild. Mit diesem Modus wird die Insta wie schon bei der Vorgängergeneration zur normalen Action-Cam. Ihr verliert das 360 Grad, aber dafür habt ihr halt zwei Kameras in einer. Ich laufe jetzt mal. Wie stabil ist es? Neu bei der X3 ist der sogenannte Me-Mode. Das ist im Prinzip so ein Single-Lens-Mode mit dem Zusatz, dass der Selfie-Stick wie in der 360-Grad-Aufnahme herausgerechnet wird. Und damit könnt ihr euch selbst filmen wie mit einer Action-Cam, aber eben von weiter weg, ohne den Selfie-Stick zu sehen. Me-Mode verfolgt mich wie mit einer Action-Cam. Ich kann auch laufen, da wird das Bild natürlich etwas unruhiger, aber Flowstate kümmert sich trotzdem darum, dass es halbwegs stabil bleibt. Und ich kann die Kamera jetzt auch in der Gegend herum schwenken. Dank Horizon Leveling tut sich da nichts. Bullet Time ist der Effekt, den man aus den Matrix-Filmen kennt, wo die Kamera um den Darsteller kreist und das kann man mit einer 360-Grad-Kamera wie der X3 simulieren. Das ist das alte Bullet Time Handle, wo der Selfie-Stick im 90-Grad-Winkel montiert wurde und dann lässt man ihn einfach über dem Kopf kreisen. Das hat schon gut funktioniert, aber man musste diesen zusätzlichen Griff mit sich mitführen. Neu ist jetzt der Bullet Time Cord. Da spart ihr euch nicht nur den Invisible Selfie Stick, sondern auch diesen speziellen Bullet Time Griff, denn nun funktioniert alles per Schnur. Die montiert ihr nämlich einfach an der Kamera, zieht die Schnur dann aus und dann braucht ihr viel Mut, denn dann heißt es die Kamera kreisen lassen. Für Bullet Time wählt ihr einfach einen anderen Shooting Mode aus, nämlich den Bullet Time Mode. Auch hier ist das Wechseln der Einstellungen wieder viel angenehmer als bei der alten Kamera. Ihr könnt zum Beispiel wählen, ob ihr 4K 120 Frames aufnehmen wollt oder 3K, dafür aber 180 Frames für noch mehr Slow-Mo. Nicht nachmachen. Der Vorteil dieses neuen Bullet Time Spielzeugs ist, dass es einfach keinen Platz braucht. Das könnt ihr gut mitnehmen und dann gelegentlich diesen Effekt einsetzen. Ich habe es bei der X2 schon gesagt, eine 360-Grad-Kamera ist keine Kamera, die ihr täglich den ganzen Tag verwendet, außer ihr habt sehr viel Zeit für die Nachbearbeitung, aber als Effektkamera macht sie schon Sinn und da ist es dann halt praktisch, wenn diese Zubehörteile klein sind, sodass man sie auch problemlos mitnehmen kann. Ein sehr sinnvolles Zubehörteil fürs Reisen ist so ein Magnetmount. Den verwenden wir gerne, um die Insta360 dann am Camper anbringen zu können. Funktioniert sehr gut, hält sehr gut und wenn man nicht so schnell fährt, dann kann man da während der Fahrt sehr coole Aufnahmen machen. Insta360 empfiehlt euch das übrigens nicht, das ist unsere eigene blöde Idee. Alternativ dazu gibt es eine Saugnapfhalterung mit stärkerem Halt, aber wir finden den Magnetfuß in vielen Fällen praktischer, weil es einfach schneller geht. Die Linsen der 360-Grad-Kameras sind wie gehabt empfindlich, die stehen hervor und sind ungeschützt und ihr müsst da wirklich darauf Acht geben, die nicht zu beschädigen. Dafür gibt es auch Protektoren, die ihr hier aufkleben könnt und
die dann die Linsen schützen und einfach ersetzt werden können, würde ich euch auf alle Fälle nahelegen, die auch zu benutzen. Außer ihr verwendet das Dive Case häufig, dazu gleich mehr. Mein primär dafür geplanter Einsatzzweck war der Wassersport. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr Wassersport betreibt. Es ist immer recht schwierig, da coole Aufnahmen von sich zu bekommen. Die Mitreisenden sind nicht immer dafür zu begeistern, da zu warten und am Strand zu sitzen mit der Kamera und zu filmen. Und eine Kamera mit aufs Wasser zu nehmen, ist nicht so einfach, denn die zeigt dann oft in die falsche Richtung. Und mit einer 360-Grad-Kamera hat man da einen echten Vorteil, denn egal wo man sie montiert, sie kann im Nachhinein den richtigen Blickwinkel finden. Für die X2, die wir schon vorgestellt haben, hatten wir aber kein Dive Case und deswegen hatte ich sie nie am Wasser dabei und habe mich deshalb besonders darauf gefreut, die X3 mit dem Dive Case testen zu können. Wollte da auf einen vernünftigen Tag warten, aber wir haben echt kein Glück mit dem Wind auf den Kanaren. Es ist immer ein bisschen Minimalwind. Trotzdem habe ich mich heute nach draußen gewagt bei sehr wenig Wind, um euch zumindest ein paar Eindrücke zu vermitteln, wie man diese Kamera beim Wassersport einsetzen könnte. Ja, das Dive Case ist, wie der Name schon sagt, fürs Tauchen gedacht, aber auch für alle Wassersportarten, wo man High-Speed Impact, also Aufprallen am Wasser, befürchten muss. Windsurfen, Wellenreiten, Kiten, Wingfoilen, Wasserski, was auch immer. Überall dort, wo man mit hoher Geschwindigkeit am Wasser aufkommen könnte, da empfiehlt sich das Dive Case und montieren kann man das Dive Case überall dort, wo man einen GoPro Mount anbringen kann. Ich habe es jetzt mal am Helm probiert und man muss halt ehrlicherweise sagen, es gibt Dinge, die sich besser anfühlen als das Dive Case mit Insta360 X3 am Kopf. Aber da hilft nichts, ich habe keinen anderen Mount dafür. Aber nach einiger Zeit ist es mir trotzdem nicht mehr so richtig aufgefallen. Man kann es auf alle Fälle so verwenden. Und das Ganze funktioniert. Allerdings muss man zugeben, dass die Anbringung am Helm keinesfalls ideal ist. Sie genügt zwar, um hier zu illustrieren, wie man den Bildausschnitt nachträglich wählen kann, um nach vorne und zurück blicken zu können. Man muss auch nicht befürchten, dass die Kamera nach einer Halse auf der falschen Seite angebracht ist, wie das bei normalen Kameras oft der Fall ist. Aber eine 360-Grad-Kamera sitzt so zu nahe am Helm und so hat man diesen nicht nur fast immer ein Stück im Bild, man kann auch nicht nach unten blicken. Und so eignet sich das Setup nicht, um zum Beispiel eigene Fehler zu erkennen oder einfach auch für einen freien Rundumblick. Für die Zukunft überlege ich mir mal eine Anbringung am Wing beim Wingfoilen. Das habe ich auch schon gesehen, dass die Leute das machen. Und dann gibt es natürlich die bekannten Harness Mounts, wo man dann am Rücken einen Selfie-Stick im 45-Grad-Winkel wegstehen hat und die Kamera einen sozusagen verfolgt. Das ergibt wahrscheinlich den besten Aufnahmewinkel, allerdings sind die verlässlichen Harness-Mounts auch nicht günstig und ich konnte vor Abreise keinen mehr bekommen, die waren ausverkauft. Beim Tauchen kann man sie vielleicht auch einfach in der Hand halten, da kenne ich mich zu wenig aus. Man kann sich auch ein Brustgeschirr verwenden und so weiter. Also die Möglichkeiten sind wie immer endlos. Das Dive Case ist an sich unkompliziert zu benutzen. Es öffnet sich in der Mitte, dann steckt ihr die Kamera rein und schließt es mit den zwei Hebeln. Ihr müsst natürlich darauf achten, dass das auch gut verriegelt ist, denn sonst ist es nicht wasserdicht. Kleiner Schwachpunkt an dieser Stelle, ihr könnt die Screen Protectors nicht mit dem Dive Case benutzen. Ich habe es versucht, dann passt die Kamera nicht mehr ins Dive Case und das ist natürlich schon etwas unpraktisch, denn ein Dive Case verwendet man nicht täglich, sondern ab und zu und die Screen Protectors möchte man an den anderen Tagen natürlich schon auf der Kamera haben. Doch jedes Mal, wenn man die Kamera ins Dive Case geben möchte, muss man die Screen Protektoren zuerst mühsam herunterfriemeln, die sind ja angeklebt und dann ist der Kleber auch vernichtet. Das heißt, ihr braucht jedes Mal einen neuen Klebering. Wenn ihr dann in einem Surfurlaub täglich zwischen Dive Case und normaler Verwendung wechselt, dann habt ihr diese Kleberinge, die beiliegen, sehr schnell aufgebraucht. Da muss man sich eher entscheiden, ist das für den Wassersporteinsatz, dann würde ich die Screen-Protektoren gar nicht verwenden, weil es einfach umständlich ist, dieser Wechsel, oder möchte ich sie primär an Land verwenden und das Dive Case ist wirklich die absolute Ausnahme, dann kann ich mir den Wechsel ja ab und zu antun. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, falls du Interesse an weiteren Videos hast und ich dieses Thema und die ideale Befestigung der Kamera weiterverfolgen soll. Ja, soviel zur Kurzvorstellung. Der X3 ist ein sinnvolles Upgrade zur X2. Insbesondere die Usability ist ein enormer Fortschritt gegenüber der X2. Macht wirklich Spaß, die Kamera zu benutzen und ist sehr einfach und intuitiv und man kann eben sehr viele kreative Aufnahmen damit machen. Beispiele findet ihr im Video zur X2, das wir euch wie gesagt in der Videobeschreibung verlinken.
verlinken. Und mit dem Dive Case wird sie auch zur echten Wassersportkamera. Wenn die Neuerungen der X3 für dich nicht wichtig sind, bleibt aber auch die X2 eine gute Wahl und die bekommst du im Spring Sale, wie gesagt, noch bis 19. April vergünstigt. Bezugsquellen zur X3 und zu allem Zubehör ebenfalls in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war nützlich für dich. Sonstige Fragen und Anmerkungen ebenfalls gerne in den Kommentaren. Wir freuen uns drauf und wir sehen uns im nächsten Reisevideo am Sonntag. Ciao! Hier kommt täglich ein Auto vorbei, aber wann? Wenn ich filme.